Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video Strom im freien Systemgeier. Heute geht es um die Straßenbeleuchtungssäulen und die zugehörigen Felder. Die Straßenbeleuchtungssäulen haben wir in zwei verschiedenen Baugrößen. Zum einen haben wir hier die Baugröße 175, der kompakte Aufbau. Im unteren linken Bereich haben wir das 40 mm Sammelschienensystem. Dort wird der SH-Schalter montiert und der Überspannungsschutz und dort wird auch direkt die Zuleitung angeschlossen. Das heißt, diese Säule hat keinen Hausanschlusskasten, sondern die Leitung wird direkt an der Sammelschiene bzw. am SH-Schalter angeschlossen. Darüber befindet sich das Zählerfeld. Es ist ein Dreipunkt-Zählerfeld in Baugröße 450 mm. Das Ganze ist bereits vorverdrahtet von der Sammelschiene zum Zählerfeld und vom Zählerfeld dann auf die rechte Seite. Auf der rechten Seite haben wir Platz für ein Verteilerfeld, entweder für ein Leerfeld mit 5 Reiheneinheiten oder für ein vorkonfektioniertes Feld speziell für die Straßenbeleuchtungssäule. Diese Säule haben wir grundsätzlich mal in einer vierpoligen oder einer fünfpoligen Ausführung. Und das Ganze gibt es dann noch mit einer zusätzlichen IP-Schutzhaube, damit für den Zähler ein höherer IP-Schutz gewährleistet wird, wie die Säule an sich schon hat. Die zweite Variante an Straßenbeleuchtungssäule ist in der Säule mit der Baugröße 205. Hier haben wir jetzt einen Platz links unten, bei dem der Hausanschlusskasten montiert werden kann. Oberhalb des Hausanschlusskastens haben wir dann das 40 mm Sammelschienensystem für den SH-Schalter und den Überspannungsschutz. Über dem Sammelschienensystem haben wir dann einen 300 mm hohen Dreipunktplatz zur Montage eines Rundsteuergerätes. Rechts daneben haben wir den Dreipunkt-Zählerplatz mit 450 mm Bauhöhe und unterhalb des Zählerplatzes befindet sich der Leerplatz zur Montage des Verteilerfeldes bzw. des Straßenbeleuchtungsfeldes. Das Ganze ist vorverdrahtet, so dass nur noch der SH-Schalter und das Verteilerfeld montiert werden muss, und wir bieten diese Säule natürlich auch in unterschiedlichen Lieferformen an, in 4- und 5-polig, mit und ohne IP-Schutzhaube, und bei der fünfpoligen Variante gibt es auch noch die Möglichkeiten, dass der Hausanschlusskasten bereits vormontiert ist, und in dieser Ausführung ist der nicht nur vormontiert, sondern auch schon komplett angeschlossen, und es muss nur noch eingesichert werden, wenn natürlich der SH-Schalter montiert ist und das Verteilerfeld. Wie bereits schon erwähnt, gibt es für die Straßenbeleuchtungssäule natürlich auch spezielle Felder. Zum einen haben wir ein leeres Verteilerfeld. Hier haben wir das Feld in der Bauhöhe 5 mit 5 Tragschienen, in die dann Reiheneinbaugeräte je nach Wunsch und Anwendung montiert werden können und verdrahtet werden können. Aber wir haben auch fertig bestückte und verdrahtete Straßenbeleuchtungsfelder. Die Felder sind so aufgebaut, dass sie mit Zeitschaltuhr und Dämmerungsschalter die Möglichkeit bieten, entweder direkt einzuschalten und eine Nacht- und Halbnachtschaltung zu ermöglichen. Es sind jeweils 6 Abgänge für die Nachtschaltung und 6 Abgänge für die Halbnachtschaltung, und die beiden Felder unterscheiden sich durch die Absicherung. Einmal ist ein D02-Element für die Absicherung des einzelnen Stromkreises vorhanden und einmal ist es ein Leitungsschutzschalter je Stromkreis. Hier sehen wir nun die Schaltung der Straßenbeleuchtungsfelder. In Rot ist der Steuerstromkreis dargestellt und in Schwarz sehen wir den Hauptstromkreis. Ganz links angefangen ist der Dämmerungsschalter. Hier muss der Sensor natürlich außerhalb des Schrankes montiert werden und das Reiheneinbaugerät sitzt dann im Verteilerfeld. Der, die Steuerung vom Dämmerungsschalter wirkt zum einen direkt über den Umschalter auf den Schütz und zum anderen auf das Zeitrelais. Das Zeitrelais wird dann auch wieder über den Umschalter an den Schütz gegeben und entscheidet darüber, welcher Teil der Beleuchtung nachts irgendwann ausgeschaltet werden muss. Der Umschalter hat 3 Positionen und ermöglicht es, die Beleuchtung dauerhaft auszuschalten.
dauerhaft einzuschalten oder im Automatikmodus den Dämmerungsschalter und das Zeitrelais die Steuerung übernehmen zu lassen. Links unten haben wir die Hauptleitungsabzweigklemme. Dort wird die Verbindung vom Zähler angeschlossen und geht dann über die Schütze auf die Leitungsschutzschalter. Die Leitungsschutzschalter sind dann verdrahtet auf Reihenklemmen, um auch die Leitungen, die an die Straßenbeleuchtung rausverlegt wird, komfortabel und einfach anschließen zu können. Finden die angebotenen Lösungen gut, aber es reicht noch nicht ganz, weil Sie brauchen noch die ein oder andere Zusatzfunktion. Das ist kein Problem. Mit unserem reichhaltigen Portfolio können wir natürlich auch andere Lösungen kreieren. Hier können wir auch mit größeren Säulen oder Schränken mit unterschiedlichen Sockeln und dann auch unterschiedlichen Zählerfeldern und Verteilerfeldern hier noch weitere Lösungen aus unserem System aufbauen. Ihr möchtet noch mehr Informationen zu den Produkten von ABN im System Geier? Kein Problem. Sprecht einfach uns von Schneider Elektrik an oder kommt auf unsere Website abn-elektro.de. Dort findet ihr alle Kataloge und alle Informationen zu den Produkten.